Noch einmal willkommen auf meinem Kanal, Stoic Extreme. Es du jemals das Gefühl gehabt, dass du dich zurückhältst, das Leben zu leben, das du wirklich wünschst? Über Jahre hinweg wurde mir dasselbe beigebracht. Sei höflich, fordere nicht zu viel und bleibe demütig. Ich folgte diesen Regeln in der Armee, dass, wenn ich no länger genig ward, das Leben mich irgendwann belohnen wird. Aber was wär, wenn dir sage, dass dies Denkweise dich insgeheim zurückhält? Was wär, wenn der Schlüssel dazu, wirklich das Leben zu leben, das du verdienst, darin besteht, nicht weniger als das zu akzeptieren, was dir zu steht, und zu lernen, genau zu verlangen, was du willst? In diesem Video wird ich die Kraft offenbaren, zu wissen, was du möchtest, und den Mut zu haben, es zu verlangen, insbesondere in deinem persönlichen und romantischen Leben. Ich wird dir sagen, wie ein Wandel deiner Denkweise nicht nur transformieren kann, wie du kommunizierst, sondern auch, wie du lebst. Du wirst erfahren, warum Frauen es unglaublich attraktiv finden, wenn ein Mann weiß, was will, und keine Angst hat, es auszudrücken. Am Ende dieses Videos wirst du eine einfachen, aber tiefgreifenden Übung empowered sein, die dein Leben verändern wird. Du willst das nicht verpassen, denn indem du bis zum enthusiast, wirst du das Vertrauen freischalten, das Leben zu fordern, das du verdienst. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonnierst, möchte ich dich ermutigen, auf den Abonnieren-Button zu klicken und die Benachrichtigungsglocke zu läuten, über allen neuesten Inhalt informiert zu bleiben. Ich bin gespannt auf dein Gedanken zum Thema heute. Wenn dir der Inhalt gefällt, kommentiere bitte eine 1 an 10. Wenn es nicht dir übrigens stimmt, lass ein Null da. Dein Feedback ist entscheidend, dir es mir hilft, bessere Videos zu erstellen, die deinen Interessen entsprechen. Jetzt lass uns beginnen. Als ich jünger war, wird mir immer wieder dasselbe gesagt. Sei höflich, sei nicht drängend und fordere nicht zu viel. Dies wurden mir von Lehrern, Eltern und der Gesellschaft insgesamt immer wieder eingeprägt. Über Jahre nahm ich es mir zu sehen, in dem Glauben, dass der Schlüssel zu einem guten Leben darin besteht, ruhig, gefügig und bescheiden zu bleiben. Ich dachte, der beste Weg sei, passiv zu sein, einfach als zu akzeptieren, was mir begegnet, ohne jemals zu hinterfragen, und jemals für etwas mehr zu kämpfen. Ich glaubte, dass, wenn ich mein Wunsch und Bedürfnis für mich behielt, das Leben mir schließlich die Dinge geben wird, die ich verdiente. Aber im Lauf der Zeit begann ich, etwas tief in mir zu fühlen. Ein wachsendes Gefühl der Unzufriedenheit, ein Gefühl, das etwas fehlte. Ich erkannte, dass dies Denkweise, dieses unausgesprochene Abkommen, mich immer zurückzuhalten, mich erstickt. Es hielt mich davon ab, das Leben zu leben, das ich mir wirklich wünschte, das Leben, das nur darauf wartet, dass ich über die Mauern selbst auferlegter Einschränkungen hinausgehe. Jahrelang dachte ich, dass ich durch das Akzeptieren von weniger demütig und zügelhaft sei, so geglaubend, dass das Leben irgendwann mein Geld belohnen wird. Doch je mehr ich die Welt mich hierin beobachtet, desto mehr stellte ich fest, wie dies Denkweise mich heimlich gefangen hielt. Ich schlick ständig auf Eierschalen, aus Angst, das zu bitten, was ich brocht, peinlich, dass ich als egoistisch, gierig oder anspruchsvoll angesehen werden wird. Es war erst viel später, als ich alter. Wurde und mehr von den Höhen und Tiefen des Lebens erlebte, dass ich dies Wahrheit verstanden habe. Indem ich nicht nach dem fragte, was ich wollte, verweigert ich mir das Leben, das ich verdiente. Und das, mein Freund, ist, als ich etwas wirklicher Mächtiges entdeckt. Ich erkannte, dass Frauen, Frauen, es tatsächlich unglaublich attraktiv finden, wenn ein Mann genau weiß, was will und keine Angst hat, es auszudrücken. Es gibt eine tief magnetische Kraft in einem Mann, der sagen kann, ich will. Wenn du dies Wort sprichst, geht es nicht nur darum, einen Wunsch auszudrücken. Es geht darum, der Welt dein Vertrauen, dein Selbstbewusstsein und dein Klarheit über dein Ziel zu sagen. Dies Qualitäten werden nicht nur bewundert, es werden tief verehrt. Frauen suchen nicht nach jemandem, der sorgt, der in sich selbst zweifelt oder der das Leben in sich vorbeisehen lässt. Es wollen einen Mann sehen, der aufrecht steht, der weiß, was will, und der mutig ist. Mutig genug,
davor zu fragen. So ein Mann hat keine Angst vor Ablehnung, denn verstet, das das zu bitten, was will, ein Zeichen seiner stark ist, nicht seiner schwach. Lass mich higher klarstellen. Es geht nicht darum, unhöflich oder rücksichtslos zu sein. Es geht nicht darum, seinen Weg durch das Leben zu erkämpfen oder die Bedürfnis anderer zu ignorieren. Nein, worüber ich spreche, ist direkt, ehrlich und durchsetzungsfähig zu sein, in einer respektvollen und verständnisvollen Weise. Es gibt einen enormen Unterschied zwischen Dickköpfigkeit und Standhaftigkeit. Dickköpfigkeit bedeutet, in seinen Wünschen die Starrheit und eine Unwilligkeit, an dir zu berücksichtigen, festzuhalten. Standhaftigkeit hingegen bedeutet, zu wissen, was man will, und gleichzeitig die Wünsche der Menschen einen Hirn zu respektieren. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen Durchsetzungsvermögen und Empathie zu finden, zwischen Handeln und Rücksichtnahme. Und lass mich dir etwas Wichtiges sagen. Frauen bemerken den Unterschied. Sie können spüren, wenn ein Mann in seinem Ansatz echt ist, wenn selbstbewusst ist, aber trotzdem bescheiden zuzuhören, wenn weiß, was will, aber nicht vorhat, es anderen aufzuzwingen. Diese Balance schafft eine kraftvolle Energie, die Menschen ansieht, besonders Frauen. Das ist also das Übung, das ich dir teilen möchte. Auf den ersten Blick mag es nach einer einfachen Aufgabe sein, aber vertrau mir, das wird ändern, wie du der Welt interagierst. Ich möchte, dass du beginnst, mindestens 5-mal am Tag die Phrase ich will zu verwenden. Es spielt keine Rolle, wenn du sprichst, deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen oder sogar dem Kassier im Supermarkt. Beginn damit, es in kleinen Momenten zu üben, in den alltäglichen Austausch. Zum Beispiel, sag, ich möchte bitte einen starken Kaffee oder ich möchte diesen Nachmittag spazieren gehen. Es konnte sich anfangs unangenehm anfühlen, aber das ist in Ordnung. Während du beginnst, diesen einfachen Satz zu verwenden, wird etwas Bemerkenswertes geschehen. Du wirst eine Veränderung in der Art und Weise bemerken, wie du dich präsentierst. Du wirst ein wenig aufrechter stehen, ein wenig klarer sprechen und ein wachsendes Gefühl von Kraft und Selbstvertrauen in dir spüren. Und rat mal, an dir werden es euch bemerken. Die Leute werden anfangen, anders auf dich zu reagieren. Werden dich mehr respektieren, weil deine neugewonnene Klarheit, deine Entschlossenheit und deine Fähigkeit bemerken werden, dich eine Entschuldigung durchzusetzen. Aber hier ist der Punkt, an dem die wirklich Transformation passiert. Wenn du dies Praxis auf dein romantisches Leben anwendest, besonders die Frauen. Stell dir vor, anstatt etwas Vages zu sagen wie, oh, wenn du willst, können wir irgendwann ausgehen, sagst du die Zuversicht, ich möchte dich zum Abendessen einladen. Diesen Freitag. Es mag wie ein kleine Veränderung erscheinen, aber glaub mir, es ist riesig. Frauen lieben Männer, die Entscheidungen treffen können, die Initiative ergreifen, die Dinge nicht zu viel überlassen. Wenn du klar darüber bist, was du willst, seid dies, dass du es ernst meinst, dass du nicht nur spielst, dass du dein Zeit und die wertschätzt. Es seid, dass du einen Führer bist, ein Mann, der sich wohlfühlt, Entscheidungen zu treffen, unter den Macht hat, das zu verfolgen, was will. Dieser Wandel in der Denkweise, die ist klein, aber kraftvoll verandern kann nicht nur die Art und Weise verändern, wie du kommunizierst, sondern auch, wie du dein Leben lebst. Indem du einfach deinen Wünschen die Klarheit und Selbstbewusstsein ausdrückst, wirst du sehen, wie sich die Welt auf eine Weise für dich öffnet, die du dir neu vorgestelltest. Anstatt dich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass das Leben passiert, wirst du aktiv dabei sein, es zu gestalten. Und das Beste daran, Frauen werden diese neue, mutige Version von dir sehen und sich zu deiner Stark, deiner Vision und deiner Fähigkeit, den zu erreichen, hinzogen fühlen. Du wirst nicht nur nach dem fragen, was du willst. Du wirst das Leben einfordern, das du leben solltest.